everything set. Yes, God, yes. You had some big presenters in here. You must have. The microphone broke. Herzlich willkommen in Hollywood. Im Glanz der Scheinwerfer und im Blitzlichtgewitter der Fotografen werden hier in Kürze die gepanzerten Limousinen mit den größten Filmstars unserer Zeit vorfahren. Die umkämpften Plätze entlang des roten Teppichs hier vor dem Shrine Auditorium sind zentimeterweise an Reporter und Journalisten vergeben. Und dieses ganze Gedränge gilt einem kleinen, nackten Mann. Und das jetzt schon seit 63 Jahren. Er ist knapp 35 Zentimeter groß und wiegt 4 Kilo. Es gibt verschiedene Theorien, wie er zu seinem Namen kam. Aber die glaubhafteste besagt, dass die Bibliothekarin der Filmakademie bei seinem Anblick ausrief: Oh, der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar. Jetzt möchte ich Sie noch ein bisschen auf die Folter spannen und lade Sie ein zu einer Fahrt durch die Hauptstadt der Fantasien und Träume auf der Suche nach großen und kleinen Geschichten rund um Oscar. Erste Station ist der Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bekannt aus den Straßen von San Francisco. Mr. Malden, hier neben Ihnen und Oscar zu stehen, ich weiß nicht, was aufregender sein könnte. Oscar ist aufregender. Nein, aber wir sind in der Tat hier, um über Oscar zu sprechen. Was glauben Sie, macht seinen Zauber aus? Der Zauber besteht darin, dass die eigenen Kollegen sagen, wir haben das Gefühl, dass du dieses Jahr der Beste warst. Und deshalb wollen wir dir zeigen, dass du jetzt den Punkt erreicht hast, in dem wir sagen, dies ist dein Jahr. Und ein größeres Lob gibt es nicht. 10, 15, 20 years feel this is your year. And you can't have a better acclaim than that. Glauben Sie, dass die Oscarverleihung wirklich eine faire Sache ist, oder haben vielleicht Filmfirmen mit höherem Werbebudget einen Vorteil? So fair wie nur möglich. Es gibt die alten Firmen nicht mehr. Warner Brothers, MGM, sie existieren nicht mehr, so wie früher. Die meisten Filme werden heute unabhängig produziert, vielleicht mit viel Werbung, aber das verfälscht die Verleihung sicher nicht. Es gibt 5000 Mitglieder der Akademie und die wählen. The picture, because when it comes down to it, there are 5,000 Academy members, and they vote. 1951 hat die Academy Karl Malden gewählt. Und über seine erste Begegnung mit Oscar erzählt er: I rented a car, a Chevy, a little car, Chevy. Ich hatte einen Chevy geliehen, einen kleinen Chevy. Als ich dann ankam, standen da reihenweise Limousinen. Ich dachte mir, mit einem Chevy kann ich da wirklich nicht parken, also stellte ich ihn 2 Blocks weiter ab. Dann ging ich zurück in die Halle. Ich setzte mich auf meinen Platz. Er war vielleicht der 3. oder 4. And I was in the 3rd and the 4th seat. And who was seated in the first 2 seats was Humphrey Bogart and Lauren Neben mir Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Ich hatte nicht mit meiner Nominierung gerechnet, denn ich gehörte ja nicht zu der Kalifornien-Clique. Die Show war großartig. Danny Kaye führte durch die Sendung. Alle hatten ihren Spaß. Und dann hörte ich meinen Namen. Genau, das sagte ich auch, um Gottes Willen. Ich dachte mir, was sage ich denn jetzt? Was soll ich bloß tun? Ich zog meinen Mantel aus und legte ihn auf den Platz neben mir. Ich dachte nur daran, was ich wohl mit meinem Mantel tun könnte. Ich stand auf und sagte zu Humphrey Bogart, bitte sei so gut und pass auf meinen Mantel auf. Ich ging auf die Bühne und nahm meinen Oscar entgegen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich wusste, dass mein Mantel noch dort lag. Dann wurde ich hinter die Bühne geführt, um der Presse vorgestellt zu werden. Kurz darauf bekam Humphrey Bogart ebenfalls einen Oscar. Er kam zu mir hinter die Bühne und ich fragte ihn nur, was hast du mit meinem Mantel gemacht? Er sagte, jetzt vergiss doch diesen dämlichen Mantel, du hast einen Oscar gewonnen. Mir war mein Mantel wichtiger. Aber Mäntel werden üblicherweise an der Garderobe abgegeben. Wichtig ist, was man darunter trägt. Alles glitzert, auch die Preise. Ich muss sagen, Mr. Heyman, für eine Frau ist diese Umgebung äußerst gefährlich. Ich fühle mich wie ein Kind in einem Spielwarengeschäft. Wie viele Kleider haben Sie eigentlich hier? Oh, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich will es mal so sagen, sehr viele. Und zur Oscar-Nacht kommen noch viele weitere herein.
Was ist das für ein wunderschönes Kleid, das Dorian trägt? Es ist ein Bob Mackie-Kleid. Es ist wirklich sehr elegant, sehr schön und auch sehr schön präsentiert. Ein solches Kleid könnte Cher vielleicht tragen. Ist das nicht ihr Stil? Also für Cher wäre es wohl zu bieder. Man könnte vielleicht noch einige Löcher hineinschneidern. Tja, ich weiß nicht, was sie tragen wird, aber es könnte durchaus ein Kleid von Bob Mackie sein. Eine Sonderanfertigung für sie. Mr. Heyman, Sie sind der Modechef für die Oscarverleihung. Ja, das stimmt. Was umfasst diese Funktion genau? Zum einen tue ich das, was jetzt eben geschieht. Es zeigt, dass dieses Ereignis für die Stars von größter Wichtigkeit ist. Sie haben der Öffentlichkeit gegenüber die Verpflichtung, gut angezogen zu sein. Aber auch auf die Frisur kommt es an. Egal, ob einem dabei die Haare zu Berge stehen. José Hébert befindet sich im Oscarfieber. Die Oscarnacht steht unmittelbar bevor. Ist dies die hektischste Zeit im Jahr für Sie? Es ist nicht so sehr der hektischste Tag, aber wir fühlen uns am meisten unter Druck. Am Abend der Oscarverleihung spielt Hollywood einfach verrückt. Die Menschen sind angespannt und nervös und wir spüren den Druck. In den letzten Jahren hat Hollywood an diesen Tagen wirklich durchgedreht. Ich stehe früh am Morgen auf und da ich ja auch Hausbesuche mache, gehe ich von einem Kunden zum nächsten. Sie machen auch Hausbesuche? Ja, natürlich. Und da stehen oft viele an. Die Oscarverleihung beginnt ja recht früh. Ich muss also in einer bestimmten Zeit fertig sein. Man kann es sich nicht leisten, zu spät zu erscheinen. Die wichtigste Adresse aber für die strahlenden Sieger befindet sich am Sunset Strip. Spargos, der Gourmet-Tempel des Österreichers Wolfgang Puck. Es ist ja so, ich meine, wir alle wissen, dass im Shrine Auditorium, wo die Oscarverleihung stattfindet, auch da unmöglich einen Platz zu kriegen. Da werden ja auch die Karten so auf dem Schwarzmarkt gehandelt, irgendwie bis zu $2.000. Aber es ist mindestens genauso schwer, bei Ihnen nachher zu dieser berühmten Party einen Platz zu kriegen. Ja, noch. Wie viele Gäste? Wir haben vielleicht 180 Gäste zuerst. Wir haben immer Fernsehapparate überall im ganzen Restaurant. Und die älteren Leute zum Beispiel, die nicht im Shrine-Auditorium jetzt, zum Beispiel Elizabeth Taylor oder Jimmy Stewart, die kommen Ob die das jetzt mag, dass sie zu den Älteren gehört? Oder vielleicht keine Filme machen im Moment. Oder Gregory Peck, so, die kommen alle daher und schauen sich das an und die essen da ein bisschen und nachher um 10 Uhr am Abend, da kommen die Leute vom Shrine-Auditorium, da kommen sie her, schon mit den Oscars und alles. So, und nachher ist das mehr als eine Party. In diesem Jahr war das Gedränge um die Oscar-Nominierungen ganz besonders groß. 223 englischsprachige Filme wurden eingereicht. Aber auch das Ausland kann sich sehen lassen. Mit 37 Filmen und das ist ein absolut neuer Rekord. In der Kategorie Bester ausländischer Film wurden unter anderem nominiert Das schreckliche Mädchen von Michael Verhoeven aus Deutschland und der Schweizer Film Die Reise der Hoffnung von Xavier Koller. Tja, wer die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen wird, das wissen wir noch nicht. Aber wer hier sehr bald einen Stern auf dem Hollywood Boulevard haben wird, tja, das weiß ich, Kevin Costner. Und sein Film, Der mit dem Wolf tanzt, ist für 12 Oscars nominiert. Der Film wurde von einem sehr engen Freund von mir geschrieben. Er hatte noch nie etwas an Hollywood verkauft, obwohl er es schon seit langer Zeit versucht hatte. Er schrieb den Film in meinem Haus. Er ist mir einfach unheimlich auf den Geist gegangen. Er beklagte sich ständig, weil er so erfolglos war. Mir wurde klar, dass die Menschen, von denen er das behauptet, meine Freunde waren. Und die tun so etwas nicht. Doch er hörte nicht auf zu nörgeln. Da packte ich ihn am Kragen und drückte ihn an die Wand. Ich war unheimlich sauer und sagte, du musst mit dem Herzen schreiben und nicht, um reich zu werden. And I threw him up against the wall in my house. I was very angry with him, and I said, you've got to start writing from your heart and not trying to write screenplays that will make you money. Hey! Mein Gott! Hau ab! Lauf! Ab nach Hause, Socke! Böser Wolf! Böser Wolf! Ah!
José Hebert hat die Stars frisiert, Fred Heyman hat sie toll angezogen. Das Menü bei Spargus ist angerichtet. Die 63. Oscarverleihung kann beginnen. Auf ins Shrine Auditorium. Hollywood ist bereit.